Du hast die Vollautomatik, ich habe Vorderlader. Das ist Baumarktmist. Stopp. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian. Und ich bin Daniel. Und wir haben heute ein kleines Battle vor uns, denn wir testen heute Kartuschenpressen. Und zwar habe ich hier den Bosch GCG 18V310C und du hast? Na, das, was im Baumarkt halt so erhältlich ist als Einhandpresse. Das, was so übrig geblieben ist, würde ich sagen. Und wir werden uns heute das Gerät hier genauer angucken und werden zeigen, warum das hier so viel mehr Spaß macht als das hier. Jeder von euch kennt das Thema Silikon und Silikonspritzen mit so einer Kartuschenpresse. Und das hier ist meine private, persönliche Kartuschenpresse, mit der ich, ich sag mal wirklich nicht schön, mit der ich jetzt wirklich sehr, sehr lange gearbeitet habe. Ich habe damit auch echt viel gemacht. Und ich glaube, dafür werden mich viele von euch wahrscheinlich sogar auslachen. Und ganz viele von euch werden sagen, naja, habe ich doch selber, mache ich auch so. Und ich habe mal im Vorfeld geguckt, ob es sowas auch in gut gibt. Ja, so wirklich nicht. Also es gibt sowas für 10 € und auch für 20. Das ist dann auch schon das Beste, was es dann gibt. Und am Ende bleibt es immer, geht es auf eine Sache hinaus, nämlich ich muss hier drücken wie ein Ochse im Zweifel und habe hier jeweils jede Menge Spaß. Und wenn ich damit hier arbeite, wenn ich dann ewig lang hier eine Naht ziehen muss, das ist schon echt nicht schön. Und deswegen machen wir heute ein Battle, nämlich nachher werde ich gegen Daniel antreten. Und zwar, wer schafft es schneller? Beziehungsweise, wie schnell bin ich eigentlich? Denn natürlich habe ich hier das neue Gerät im Verhältnis zum alten. Wir haben hier eine Kartuschenpresse mit 18 Volt. Das heißt, das Einzige, was wir bedienen muss, ist nicht deine ganze Hand, sondern nur diesen einen Finger, um entsprechend hier drauf zu drücken. Und dann klingt das irgendwie wenig spektakulär, oder? Aber lasst uns mal das Gerät genauer angucken. Wir haben hier die Kartuschenpresse Bosch GCG 18V310. Und es ist so, dass wir hier ein 18 Volt Gerät haben. Wir haben hier ein 4 Ampere Procore, du kannst aber ganz normal einen 2 Ampere nehmen, einen 5,5er oder was auch immer. Oder du kannst natürlich auch sagen, ich möchte es jetzt wahrscheinlich 1000 Meter am Stück machen. Dann nimmst du einfach den 12 Ampere Procore und auch das funktioniert. Auf jeden Fall kippst du damit auch nicht mehr um. Wahnsinn, ja. So, jetzt aber mal zur Kartuschenpresse an sich. Es gibt gar nicht so viel dazu zu sagen. Es gibt übrigens zwei verschiedene Geräte. Es gibt die 310er, das ist die hier, wo du ganz klassische Kartuschen nehmen kannst. Ja, hier bis 310, da steht so auch drauf, bis 310 Milliliter Inhalt. Es gibt aber auch die 600er. Bei der 600er ist es so, dass du auch diese Kartuschenbeutel, ich habe den Namen vergessen, auch einsetzen kannst und auch Kartuschen. Ja? Das ist natürlich wesentlich größer. Das habe ich vor langer Zeit mal gemacht, das Video. Das verlinke ich dir mal hier oben. Das ist so ein bisschen wie eine kleine Zeitreise. Aber wie kann man jetzt die Kartusche eigentlich einsetzen? Dazu hast du hier diesen Knopf. Du drückst hier drauf und ziehst das Ganze zurück. Ja, dann ist es nämlich, ansonsten ist es arretiert, ja? Weil jetzt der Motor natürlich auch dran ist. So, jetzt nehmen wir unsere Kartusche. Einfach so rum, so. Und das Ganze wird hier auch schön arretiert hier von den beiden Gummis. Und dann ist es so, dass wir jetzt auch schon einsatzbereit sind. Ja? Hier, das Ganze ist fest drin. Ich kann es auch schon mal grob vorarretieren, indem ich hier nochmal drauf drücke. So, jetzt liegt es schon mal an. Und jetzt habe ich hier einen Knopf und damit kann ich es auslösen. Ja? Hier an der Stelle kann ich auch den Druck einstellen, den ich ausüben möchte. Hier von 1 bis hier vorne 9. Ich bleibe jetzt mal hier wirklich bei 1. Nehmen wir mal ein Stück Papier und zeige euch das mal. Ich drücke jetzt hier drauf und so. Jetzt ganz langsam kommt er jetzt da. So. Was sehr wichtig ist, ist Folgendes. Was ihr eben gehört habt, war das Geräusch danach. Nämlich dieses, was dann passiert. Nämlich erstmal, er drückt nach vorne. So. Und das Geräusch, was danach kam, ja, das war folgendes, und zwar der Motor zieht diesen Hebel hier ein kleines bisschen zurück, damit kein Druck mehr ausgeübt wird auf die Kartusche. Auf die Art und Weise ist es so, dass vorne nichts mehr rauskommt, beziehungsweise nicht mehr so viel rauskommt, hier so ein kleiner Rest. Ich zeige das Ganze mal hier im Betrieb, dass du das nochmal siehst. So, schau mal hier auf den Punkt. Ja, er geht nach vorne, geht nach vorne, geht nach vorne. Ich lasse los.
Ja, er geht ein ganzes Stück nach hinten. Das ist eine super Funktion, einfach um halt kein Material zu verschwenden und damit das eben das nicht macht. Falls ihr euch uns wundert, warum das Gerät hier schon so gebraucht aussieht, wir haben es schon sehr viel gebraucht, denn wir haben hier unsere Decke damit gemacht und haben, ich weiß gar nicht, wie viele Kartuschen damit schon ausgepresst. Bevor wir zum Preis kommen und zu unserem Wettrennen, noch die technischen Daten. Da gibt es eigentlich im Wesentlichen nur eine Sache, nämlich mit welchem Druck geht er hier vor. Und zwar haben wir hier einen Druck von rund 3,5 Kilonewton, mit dem er hier Druck ausüben kann. Und ich habe eben was falsch gesagt, nämlich hier hinten an der Stelle stellen wir nicht den Druck ein, sondern nur die Geschwindigkeit. Das heißt, der Druck ist immer gleich. Ja? Im Zweifel, wenn er zu sehr viel Druck hat, dann drückt er noch ordentlich dagegen. Aber die Geschwindigkeit stelle ich hier hinten ein. Wenn ich jetzt eine recht hohe Geschwindigkeit habe, muss ich natürlich entsprechend schnell dann ziehen. Wobei das natürlich für unser Wettrennen sehr interessant ist. Aber kommen wir zum Thema Preis. Und wie immer findest du unten in der Videobeschreibung den ehrlichen Preisvergleich, wo du entweder das Gerät bekommst oder das Ganze gegebenenfalls auch als Doppelpack. So, aber was haben wir hier? Wir haben hier rund 240 € und ich würde sagen, oh, 240 € ist riesen viel Geld. Andererseits, wenn du das regelmäßig benutzt, ja, nein, das willst du nicht machen. Du willst auf jeden Fall sowas hier haben. Denn wir haben hier oben unsere ganze Decke mitgemacht. Ich weiß gar nicht, wie viele Kartuschen, ich glaube 30, 40, 50 Kartuschen haben wir damit durchgehauen. Und interessant fand ich auch, dass der Akku doch relativ lang hält. Hätte ich gar nicht gedacht. Da kommt man jetzt nicht den ganzen Tag mit hin mit 4 Ampere, aber schon eine ganze Weile. Und ich meine, mal ganz ehrlich, wer von euch braucht schon am Tag 30, 40, 50 Kartuschen? Wenn du das hast, schreib mal unten in die Kommentare, warum und was machst du da eigentlich? Also starten wir jetzt den Wettkampf. Wer wird gewinnen? Ich natürlich. Na, ich glaube, da werde ich anderer Meinung sein. Und zumindest wird mein Bosch GCG 18V 310 eine andere Meinung sein. Denn wir haben hier Folgendes. Und zwar haben wir hier ein Brett. Das ist in Summe 2,50 Meter lang. Und bei 2,50 Meter ist das schon eine ordentliche Strecke. Und das werden wir gleich zweimal machen, weil ich Daniel so gern habe. Und weil Daniel der Meinung ist, er gewinnt, ja, wird er jetzt hier ordentlich Handarbeit leisten können. Also insofern würde ich sagen, Let's go. Let's go. Go! Ha! Fertig! Go! Nee. Stopp. Nee. Ich zeige euch mal, was er gemacht hat und was er gleich nicht mehr machen wird. Das hier ist meine Naht, ja, die ich hier gezogen habe. Und da hat er versucht zu schummeln. Schaut euch das mal an. Das ist hier deine Qualität? Nee. Das gibt's nicht. Okay. Nicht schlecht. Das ist ein dünnes, ne? Der Test hat richtig Spaß gemacht. Wir blenden hier mal mein Ergebnis ein und Daniels Ergebnis. Naja, ich denke mal, das ist ziemlich eindeutig und dafür, dass Daniel so siegessicher war. Aber naja, das lassen wir mal sein. Eine große Sache oder eine interessante Sache, die wir eben aus der Entfernung nicht gesehen haben, ist die Gleichmäßigkeit. Denn es ist so, wenn ich jetzt das Gerät hier mal nehme, stelle es jetzt mal auf eine normale Geschwindigkeit ein, 9 war schon ziemlich schnell, wirst du Folgendes sehen. Die Nut ist absolut gleichmäßig, oder die Naht besser gesagt. Schaut mal hier. Ich drücke jetzt hier drauf. Immer das Gleiche. So, das ist Möglichkeit Nummer 1. Und übrigens, ja, es ist kopflastig und würde so nicht stehen. Das ist mal wichtig vielleicht für euch zu wissen. Wenn ich das Ganze aber mit der Hand mache, mit dieser Handpresse, ich bin kein Vollprofi. Es gibt vielleicht Vollprofis, die das besser können. Aber hier musst du viel mehr Können haben, um eine Gleichmäßigkeit herzustellen. Denn der Klassiker ist eigentlich, dass du sagst, naja, ich ziehe das jetzt so, mache. Dann wird es weniger. Dann setze ich nach, sieht das so aus und dann habe ich hier
keinen Druck mehr, muss nachsetzen. Und ihr wisst, glaube ich, jetzt, was ich meine. Ja? Also gerade hier, dass diese Sachen, wo es immer so ein bisschen dicker wird und so, das habe ich hier einfach und habe nicht diese Gleichmäßigkeit, die ich bei einer Kartuschenpresse wie der hier habe. Und ich muss sagen, die Bedienung ist wirklich kinderleicht, geht super schnell, das kann jeder bedienen und macht richtig Spaß. Und das hier kann ich nur wirklich jedem wärmstens ans Herz legen. Denn so eine Kartuschenpresse, selbst wenn du nur ein Hausbauer bist, der sagt, ich baue jetzt viel an meinem Haus auch selber an oder um, auch beim Neubau, was auch immer, würde ich mir genau so ein Gerät kaufen, im Zweifel nach dem Hausbau auch verkaufen und beim Renovieren dann wieder kaufen. Ja, das musst du selber wissen, wie auch immer. Aber es macht riesen Sinn, so zu arbeiten. Das ist nicht du hast nicht diese Hürde jedes Mal, wenn du so etwas in die Hand nimmst, dann denke ich, also mir ist wirklich so, muss das jetzt sein? Ja? Also ich hoffe, ich konnte euch das Gerät hier ein bisschen näher bringen oder allgemein Kartuschenpressen im Allgemeinen näher bringen. Wenn ihr dazu mehr Tests haben wollt oder auch einen Markenvergleich, schreibt das doch mal gerne unten in die Kommentare. Und jetzt würde ich sagen, ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.